Hi, willkommen zurück zu Nagarjuna Kurs Nummer 3. Was wir wirklich erforschen, ist die Medizin-Buddha, die Leerheit des Medizin-Buddhas und die Leerheit des Medizin-Buddha-Mantras. Wieso? Es ist nicht etwas Seltsames und es ist keine Philosophie. Es ist keine Philosophie. Ich bitte dich nicht, antike Philosophie zu lernen. Ich möchte nur, dass du weißt, wie du deine Mantras dazu bringst, zu funktionieren. Denn ist das nicht das ganze Ziel? Und wenn wir nicht verstehen, wie die Dinge funktionieren, dann verstehen wir nicht, wie Mantras funktionieren. Und dann kannst du Mantras sprechen und sie funktionieren nicht so gut. Also, los geht's. Dieses Kapitel hat einen lustigen Namen und er lautet, wir sind bei Kapitel 9. Und jetzt beginnen wir ein neues Kapitel. Wir haben bereits eine Wiederholung von 8 Kapiteln gemacht und diese zweite Klasse ist komplett über das 9. Kapitel. Narona bedeutet vor. Vor. Nepa bedeutet, was zuvor dort gewesen ist. Was vorher da war, ist der Name dieses Kapitels. Es ist ein niedlicher Name für ein Kapitel. Was war vorher da? Was meinst du mit was war vorher da? Ich werde es dir sagen. Mach dir keine Sorgen darüber. Gehen wir zum ersten Vers. Hier steht, nun, du musst etwas über Nagarjuna wissen, sein Stil. In diesem Buch, genannt Weisheit, ist, dass er manchmal ein kleines Gedicht über ein falsches Konzept schreibt und dann greift er es an. Aber er sagt dir nicht, welches Gedicht das falsche Konzept ist und welches Gedicht das richtige Konzept ist. Das ist also eines der frustrierenden Dinge an diesem Buch. Er wird ein kleines Gedicht über eine dumme Idee schreiben und da wir nur Babys sind, denken wir, oh, das klingt gut für mich und dann greift er es später an. Also du musst, es ist eine sehr schwierige Sache, dass der erste Vers in diesem Kapitel mit dem Titel Was war vorher da? Falsch ist. Das ist die Position eines anderen und dann wird Nagarjuna ihn angreifen. Also, gewöhn dich dran. Kachik. Der andere Typ ist Shenglö. Die Position des anderen Kerls ist manchmal zuerst da. Also, hier ist die Position des anderen und wenn wir durch diese Kapitel gehen, dann werde ich euch durch die Verse führen. Sie sind nicht sehr lang und es ist ein Segen, die Verse zu hören. Sie im Detail zu erklären, würde etwa 20 Jahre dauern. Ernsthaft. Aber wir werden die Hauptideen eines jeden Verses verstehen und dann machen wir weiter. Also, los geht's. Lasst uns die Verse zeigen. Ta bedeutet, wenn du etwas anschaust, Nien bedeutet, wenn du etwas hörst, etc., etc. Das heißt, wenn du etwas riechst, etwas schmeckst, etwas fühlst und dann Zoa, deine Fähigkeit zu fühlen. Ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, es tut weh, es fühlt sich gut an. Und Yang Wang Chepa bedeutet all die verschiedenen Teile deines Geistes und deiner mentalen Fähigkeiten, die die Macht haben, etwas zu tun. Die Macht haben, Wang Chepa. Die Macht auf andere Dinge ausüben. Kangi Yenba ist extrem schwierig. Das bedeutet das Zugehörige. Das Dazugehörende. Was meinst du mit das Dazugehörende? Nun, wenn du über dein Auge sprichst und du schaust dir den Karottensaft an, dann, okay, los geht's. Das dazugehörende Objekt. Also das Auge und das dazugehörende Objekt wird Kangi Yimpa genannt. Hier heißt es Gange Yimpa. Dies ist eine Position von einem anderen Kerl, der sagt, dass es vor dem dazugehörenden Objekt schon ein Auge geben muss. Es muss schon ein Auge da sein, bevor dem dazugehörenden Objekt. Wenn du Mantras für den Medizin-Buddha sprichst, wenn du den Namen des Medizin-Buddhas sagst, dann musst du schon da sein, bevor du die Mantras sprechen kannst, richtig? Das sagt der andere Typ. Ein Mantrasprecher muss vor dem Mantra da sein. Die Person, die das Mantra sagt, muss da sein, bevor das Mantra gesprochen wird. Der Mantrasprecher muss sich auf sein oder ihr Meditationskissen setzen und dann kann sie ein Mantra sagen.
Was war also zuerst da, das Huhn oder das Ei? Was war zuerst da, das Mantra oder der Mantrasprecher? Diese Schule sagt, offensichtlich muss der Mantrasprecher auf seinem oder ihrem Kissen sein, bevor er das Mantra spricht. Nun, wessen Position ist das? Kajik-ma. Das bedeutet, dass einige Leute das sagen. Einige Leute sagen das und nebenbei bemerkt, wir werden hier verschiedene Positionen haben. Und dann haben Chone Lama und die großen Kommentatoren den Typ identifiziert, der diesen ersten Vers gesagt hat und er heißt, und es ist eine Gruppe namens Samithya. Dies ist eine alte Gruppe von Mönchen, die sich von einer Schule namens Sarvastivada abgetrennt haben. Dies sind die sehr, sehr, sehr frühen Mönche des Buddhismus. Sie teilten sich in verschiedene Schulen auf. Sie hatten das Abzeichen ihrer Schule auf das Oberteil ihrer Roben genäht und dies ist die Samithya, was so viel bedeutet wie hochgeachtet, weil sie einem Lehrer gefolgt sind namens hochrespektiert, bis da hochgeachtet. Also diese Abhidharma-Typen im Grunde genommen sind sie der Meinung, dass die Person, die das Mantra sagt, vor dem Mantra da sein sollte. Jemand, vergiss nicht, dass der Name dieses Kapitels wer war zuerst da ist und wer vorher da war. Und wenn wir es in Begriffen ausdrücken, etwas sehen, muss jemand da sein, der hinschaut, bevor man etwas sehen kann. Die Person muss in den Raum kommen, die Augen öffnen und dann sieht sie etwas. Die Person muss zuerst kommen, dann kommt das, was sie sehen, danach, in der Reihenfolge der Dinge. Und das Mantra sollte, oh, Entschuldigung, die Person sollte sich auf ihr Kissen setzen und ein Mantra machen, bevor das Mantra herauskommt. Diese Person muss sich erst hinsetzen, genauso. Das ist die Meinung der ersten Schule. Wie ich schon sagte, ist diese Position falsch. Und Nagarjuna, merkwürdigerweise, beginnt das Kapitel mit einer falschen Vorstellung. Und gewöhn dich einfach daran. Und natürlich mindestens eine ganze Menge Debatten. Ich werde ein Bild von einem Astronomen zeigen. Also, laut dieser Schule, wenn ein Mann hinausgeht, um ein Teleskop zu benutzen, um die Sterne zu betrachten, muss es so sein, dass bevor die Sterne beobachtet wurden, da hatten wir ein junges Mädchen. Also im oberen Bild ging das Mädchen nach draußen mit ihrem Teleskop bei Nacht und sie hielt es an ihr Auge. Und sie muss zuerst erschienen sein, das Auge. Und dann war da ein Sehen. Es gab ein astronomisches Sehen. Es gab eine Betrachtung der Sterne. Zuerst ist da das Mädchen mit dem Teleskop und dann im nächsten Moment kannst du ein Mädchen haben, das die Sterne betrachtet. Das ist die Position der Abhidharma-Leute. Sie sind eine Art Abhidharma-Leute. Falls dich das interessiert, all diese obskuren Abhidharma-Schulen, vergiss nicht, Ben Kramers Text aus den Mixed Nuts zu lesen. Und auf Tibetisch wird diese Schule Mankorwa genannt, Samithya. Machen wir weiter mit dem nächsten. Oh, übrigens, Entschuldigung, lasst uns hier erst den zweiten Vers machen. Der zweite Vers beginnt mit Nöpo. Zweiter Vers, Kapitel 9. Nun sagt der Vers, wenn es dort kein Ding gibt. Und du musst wissen, das Ding hier das Auge meint. Das ist verwirrend. Wenn das Aktive, wenn das Ding, das etwas tut, nicht da ist, wenn das Mädchen nicht mit ihrem Teleskop nach draußen geht, wer wird dann hinschauen? Wie kann man einen Blick auf die Sterne haben, bevor sie mit ihrem Teleskop rausgeht? Also, bevor es ein Sehen gibt, muss es einen Betrachter geben. Das ist deren Position. Daher muss das Mädchen mit dem Teleskop existieren, bevor die Betrachtung mit dem Teleskop stattfinden kann. Und das fühlt sich für uns angenehm an. Das fühlt sich für uns ziemlich korrekt an. In Ordnung. Lasst uns mit Vers Nummer 3 weitermachen. Wo sind wir? Und nebenbei bemerkt, werden wir zwei Debatten haben, um gegen Buddhisten zu argumentieren, aber niedere Buddhisten, okay? Und hier ist unser erstes Argument. Okay, jetzt geht's los.
Das bedeutet, und nebenbei bemerkt, viele der Verse des 9. Kapitels beginnen mit schauen, hören, riechen, schmecken, heilen und so weiter. Und Empfindungen, etwas fühlen, sich gut fühlen, sich glücklich fühlen, sich traurig fühlen. Okay, laut dir ist zuerst das Mädchen mit ihrem Teleskop rausgegangen, richtig? Ja, ja, sie war zuerst und dann gab es ein Teleskopieren. Und dann hat jemand die Sterne betrachtet. Okay, also, als sie rausging, woher wusstest du, dass sie ein Mädchen mit einem Teleskop war? Hä? Woher wusstest du, dass sie ein Mädchen mit einem Teleskop war? Nun, sie hatte ein Teleskop in der Hand. Aber warte, warum ist es ein Teleskop? Was ist ein Teleskop? Ein Teleskop ist etwas, das man benutzt, um die Sterne zu betrachten. Oh, du weißt also nicht, dass es ein Teleskop ist, bis man es benutzt, richtig? Ja, ja, vielleicht sieht es nicht wie ein Teleskop aus, aber sobald man es benutzt, um die Sterne zu betrachten, ist es ein Teleskop. Okay, sie ist also rausgegangen mit einem Stock in ihrer Hand. Das war kein Teleskop, oder? Nein, es war kein Teleskop. Aber woher weißt du, dass es ein Teleskop ist? Es sah aus wie ein Teleskop. Schau, viele Dinge sehen aus wie Teleskope, aber ich besitze zum Beispiel ein Teleskop. Man weiß nicht, ob es ein Teleskop ist, bis es jemand benutzt, um einen Stern anzuschauen. Verstanden? Aha, also, was war zuerst da, das Mädchen mit dem Teleskop oder das Betrachten des Sterns? Das Betrachten des Sterns. Wie kann man es ein Teleskop nennen, wenn sie es nicht benutzt, um einen Stern zu betrachten? Ich weiß nicht, es könnte eine Schokoriegel sein, der aussieht wie ein Teleskop. Wir wissen es nicht. Denn bis sie es benutzt, um einen Stern zu betrachten, ist es kein Teleskop. Also, wenn du also fragst, was war zuerst da, der Astronom oder der Stern? Der Stern. Und warum? Du kannst sie keinen Astronomen nennen, bis sie einen Astra betrachtet, bis sie sich einen Stern ansieht. Daher war der Blick auf den Stern zuerst und dann kam das Mädchen. Warum? Man kann sie nicht als Astronomin bezeichnen, bis sie sich den Stern ansieht. Es ist also nicht so, dass ein Mädchen, das eine Astronomin ist, hinausging und sich den Stern ansah. Jemand ging mit einem Stock hinaus, sie schaute sich die Sterne an und jetzt wissen wir, dass der Stock ein Teleskop ist. Erst im nächsten Moment. Was war also zuerst da, das Teleskop oder der Stern? Der Stern. Was du gesehen hast, kam zuerst. Sag mir nicht, dass das Mädchen zuerst da sein muss. Das ist gar nicht möglich. Bei wem beschweren wir uns? Bei diesen Abhidharma-Typen. Es ist eine Art Abhidharma-Typ. Das ist unsere erste Widerlegung seiner Idee. Also sieh mal, Tim. Wir können einen Kurs in weniger als 2 Stunden beenden. Ich werde... Übrigens, das Bild, das mir hier gefällt, hier kommt ein Bild, dieses Bild wird dir gefallen, von mir und... Oh, Entschuldigung, Veronica und diesem Kerl. Was ist auf diesem Bild los? Ich und Veronika machen die Anzahlung für das Black Hole Café, für das Café, das wir gekauft haben. Das war vor 2 Jahren. Warum lächelt dieser Typ so breit? Weil er das Café losgeworden ist. Und sie erhalten jetzt ihre erste Zahlung. Jigme war der Bankier. Sie kümmert sich um alle finanziellen Angelegenheiten. Und was haben wir hier? Wer ist der Typ? Er ist der Typ, der den Scheck entgegennimmt. Übrigens, dieser Typ... Ich bin da immer runtergegangen, fast jeden Tag, in dieses winzige Café in der Nähe meines Hauses. Da ist das Foto sichtbar. Dann ist da noch dieser stille, sehr sympathische Kerl, der Kaffee einschenkt. Und ich dachte mir, dass er ein bisschen zurückgeblieben sein könnte oder sowas, weil er nie etwas gesagt hat. Und er hat einfach gelächelt und den Kaffee eingeschenkt. Und ich habe gesagt, oh ja, das ist so nett. Sie haben jemanden eingestellt, der nichts anderes machen kann. Und er schenkt Kaffee ein. Und dann habe ich es jemandem gegenüber erwähnt. Er sagte, hey, hört zu, Ralph ist einer der berühmtesten Astronomen der Welt. Er ist gerade zurückgekommen von der Installation eines fortschrittlichen Teleskops in einer 747, der den ganzen Tag um die Welt fliegen wird. Er hat es so aufgetakelt, dass es sich mit dem Flugzeug bewegt, damit der Stern sich nicht bewegt.
Und sie werden Asteroiden beachten, die auf die Erde prallen können, und ohne ihn könnten sie auf die Erde einschlagen. Und dann denke ich, wow, ich dachte, er würde nur Kaffee servieren. Warum wusste ich nicht, dass er ein Astronom ist? Weil er nicht in die Sterne geschaut hat. Deshalb kommen die Sterne zuerst, richtig? Es ist nicht so, dass Ralph zuerst da war. Ralph kam als Zweiter. Ich meine, Ralph, der Astronom, wurde Zweiter. Übrigens, diese Dame unterrichtet mich gerade. Das ist seine Frau, Kay, die wir Cricket nennen. Ich kann dir die Geschichte nicht erzählen, als sie in den Flitterwochen fuhren und der Kerl, dem das Hotel gehörte, sagte, verlier die Grille nicht. Sie wird aus den Laken fallen, denn sie ist sehr klein. Wie auch immer, deshalb haben wir sie das Café Crickets Café genannt. Wie dem auch sei, das ist keine schlechte zu sagen. Sie hat mich das sagen lassen. Also unser Einwand ist, dass ihr nicht wisst, dass Ralph ein Astronom ist, bis er sich einen Stern ansieht, und dann weiß man, wer er ist. Okay, nächster Vers. Dies ist unser zweites Argument gegen diese niedere Abhidharma-Position. Das ist knifflig. Ich muss es richtig hinbekommen. Wenn Ralph ein Astronom wäre, bevor er sein Teleskop zückte, wenn das Mädchen, das mit dem Teleskop nach draußen kam, bereits eine Astronomin war, bevor sie sich die Sterne ansah, verstanden? Dann könnte in die Sterne schauen, ohne sie existieren. Okay? Ich werde es noch einmal sagen, und es ist verwirrend. Wenn das Mädchen zuerst käme und sie eine Astronomin wäre, ohne in die Sterne zu schauen, und sie dann erst später in die Sterne schaute, und wenn sie zuerst kam und das Betrachten der Sterne erst an zweiter Stelle käme, dann hätte das Betrachten der Sterne nicht wirklich von ihr abhängen können. Und wenn sie nicht rauskommen würde, würde es jemanden geben, der sich die Sterne ansieht. Hast du verstanden? Das ist unser zweites Argument gegen diese zweite Idee. Und jetzt kommt der nächste Vers, das ist Vers Nummer 5. Das ist auch knifflig. Der Chi bedeutet, welche Aktionen, wie zum Beispiel das Betrachten der Sterne, Selwa, wer? Welche Handlung definiert welche Person? Wer wird also durch das Betrachten der Sterne definiert? Nun, der Astronom. Wer wird durch den Blick in die Sterne definiert? Der Astronom. Und hier gibt es ein sehr wichtiges Wort. Wir werden, ich weiß nicht, können wir einen Abstecher über das Sanskrit machen? Das ist eine großartige Stelle, um zum Sanskrit zu gehen. Ich werde dich in diesem Kurs nicht viel damit ärgern, aber ich ermutige dich wirklich dazu, ach komm schon, etwas Sanskrit zu lernen. Während du in diesem einfachsten Buch von allen Sanskrit-Büchern bist, während du in diesem Buch liest, warum nicht ein paar Sanskrit-Wörter aufschreiben? Also, hier ist das Wort. Hier haben wir es, Ajate. Dies ist ein schwieriges Wort. Du wirst es nicht in einem Wörterbuch finden. Also Aj ist also eine Wurzel, und du siehst das Zeichen für Quadratwurzeln. Das bedeutet, dass das eine verbale Wurzel ist. Sanskrit hat 800 verbale Wurzeln, also wenn du sie auswendig lernst, kennst du Sanskrit. Ich habe das im Bus auf dem Weg nach New York gemacht. Also jedenfalls, Aj bedeutet etwas zu fahren, etwas zu treiben oder etwas zu schieben. Also bedeutet Aj etwas zu schieben. Ich glaube, der Motor kommt hiervon. Nicht jeder stimmt dem zu, aber kannst du das weiter hochzeigen? Weil ich noch nicht da bin. Also Ajate bedeutet schieben, bedeutet, welche Vorgehen zeichnen ein, welches Vorgehen treibt einen Astronomen an, das Betrachten der Sterne. War es der Blick in die Sterne, das den Astronomen begeisterte, oder war es der Astronom, der die Sterne ajatierte und die Sterne betrachtete? Hat der Astronom in die Sterne geschaut, oder hat das Betrachten der Sterne diesen Astronomen erschaffen, ihn zu einem Astronomen gemacht? Welches ist es? Beide. Aber sie kommen in einer anderen Reihenfolge.
Was du siehst, das Ergebnis ist die Ursache und die Ursache ist das Ergebnis? Was versuchst du zu sagen? Der Punkt ist, dass es verwirrend ist. Da ist etwas faul. Das Sagen von Medizin, Buddha Mantren heilt keine Menschen. Es ist kein Mantra, bis jemand geheilt wird. Du sagst nicht erst das Mantra und dann heilt es jemanden. Es ist kein Mantra, bis es eine magische Wirkung hat. Das ist die Definition von Mantra. Was kam also zuerst, das Mantra oder die Heilung? Ich weiß nicht. Also das Mantra kam zuerst. Ich habe das Mantra gesagt und dann wurde die Person geheilt. Nun, dann verstehst du nicht, was hier vor sich geht, denn bis eine Person geheilt wird, ist es kein Mantra. Wie kann die Person geheilt werden, bevor ich das Mantra sage? Nun, das ist auch nicht möglich. Also, was geht wirklich vor sich? Das Mantra löst die Heilung nicht aus. Und die Heilung wird nicht durch das Mantra ausgelöst. Das Mantra verursacht die Heilung nicht und die Heilung wird nicht durch das Mantra verursacht. Das Mantra und die Heilung befinden sich in völlig getrennten Zeitrahmen. Sie berühren sich niemals. Das Mantra ist weg, wenn die Heilung beginnt. Die Heilung beginnt. Die Heilung kann nicht beginnen, bevor das Mantra endet. Die Heilung kann nicht beginnen, bevor das Mantra vorbei ist. Und das Mantra kann nichts bewirken, bis es jemanden heilt. Das ist seltsam. Irgendetwas ist faul hier. Alles, was du darüber denkst, wie das Medizin-Buddha-Mantra funktioniert, ist ein Irrtum. Wie viel Kraft könnte es also haben, dort zu sitzen und ein Mantra zu sprechen? Ist es das Sagen des Mantras, das dich zu einem Mantrasprecher macht? Oder ist es ein Mantrasprecher, der ein Mantra macht? Wenn du keine Heilung hättest, wie könntet ihr dann einen Mantra-Rezitatoren haben? Und wenn du keinen Mantra-Rezitator hättest, wie könntest du dann eine Heilung haben, verstanden? Aber sie berühren sich nie. Deshalb kannst du heute ein Mantra sagen und in 10 Millionen Jahren wird etwas passieren, denn sie brauchen sich nicht zu berühren. Sie berühren sich nie. Okay, lass dich nicht verwirren und mach dir keine Sorgen. Was ist der Punkt hier? Wir verwirren dich zuerst und dann klären wir es auf. Und dann vergisst du es nie. Also, wenn du dich jetzt verwirrt fühlst, dann bist du hier richtig. Also, war es so, dass dich jemand verwirrt hat? Oder warst du verwirrt, bevor man dich verwirrt hat? Das müssen wir besprechen. Was haben wir also hier im nächsten Bild, Pachi? Ich erinnere mich nicht. Wirst du einen Astronomen ohne Teleskop haben? Wer hat Ihnen den Namen Astronom gegeben, wenn Sie noch kein Teleskop haben? Wenn Sie noch kein Teleskop benutzen, wie kann man Sie dann Astronomen nennen? Bringst du einfach ein Schild auf dem Astronomen an? Sie haben nichts in ihren Händen, verstanden? Aber Sie sind ein Astronom. Und warum? Weil ich Sie Astronomen nenne. Also, schau. Sie müssen nicht in die Sterne schauen, um Astronomen zu sein, richtig? Richtig. Wenn Gesche Michael sagt, dass Sie ein Astronom sind, sind Sie Astronomen, aber Ihre Hände sind leer. Sie schauen nicht auf die Sterne. Ja, okay, gut. Also, ist es das Anschauen der Sterne, das einen zum Astronomen macht? Oder nennt man jemanden einen Astronomen und dann schaut er sich die Sterne an. Was kommt zuerst, das Huhn oder das Ei? Du musst darüber nachdenken. Und wenn du es verstehst, dann werden deine Mantras besser funktionieren. Nächster Vers, Leute, Vers Nummer 6. Und übrigens, ohne euch zu warnen, nebenbei, vorausschauende Übersetzung. Wenn ich dir sage, dass Nagarjuna dich nicht gewarnt hat, was kannst du über den nächsten Vers raten? Dass er falsch ist. Denn er hat einen falschen Vers, 2 richtige Verse, und dann schlägt er dich mit einem weiteren falschen, aber er sagt es dir nicht. Deshalb brauchen wir Chone Lama. Und wenn du Chone Lama nicht hast, möge Gott dich segnen. Ich habe einmal einer Person zugehört, die diesen Text erklärt hat, etwa 6 Monate lang. Oh ja, trotzdem, na gut. Okay, jetzt kommt der Typ mit einer seltsamen Sache. Bist du bereit? Wir haben über Sehen und Hören geredet. Riechen, schmecken, fühlen. Und er sagt, schau. Wenn du Sterne hast, dann kannst du sagen, es gibt einen Astronomen. Aber man kann nicht sagen, dass es einen Zuhörer gibt. Wenn du jemanden hast,
der sich Sterne ansieht, kann man nicht sagen, dass es einen Astronomen gibt. Kann man sagen, dass es einen Astronomen gibt. Wenn man es auf eine Sinneswahrnehmung beschränkt, sehen, hören, riechen, dann sagt der Typ, schau, ich sage nicht, dass die Person zuerst mit all ihren Sinnen da ist, weil sie sehen. Lass uns die Sinne jetzt aufteilen. Ein Sinnesorgan ist kein Organ, bis es seine Aufgabe erfüllt. Aber das beweist nichts über die anderen. Wenn du etwas siehst, kannst du es ein Auge nennen. Aber das sagt nichts über das Ohr. Verstanden? Wir sollten sie getrennt behandeln. Lass sie uns getrennt behandeln. Wenn du ein Sehen hast, dann hast du ein Auge. Aber ich sage nicht, dass wenn du ein sehendes Auge hast, auch ein Ohr hast. Das ist eine andere Sache. Lass uns die Sinne aufteilen. Und jeder Einzelne arbeitet. Wenn das Auge in Richtung der Sterne seine Aufgabe macht, ist es nicht so, dass man jemand anderem im Raum zuhört. Das ist voneinander getrennt. Wenn sich jemand im Raum laut räuspert, dann hörst du auf, den Stern anzuschauen und fängst an, der Person zuzuhören. Und zu diesem Zeitpunkt schließt sich das Auge und wir können nicht sagen, dass es einen Seher gibt. Denn es gibt nichts, was gesehen wird, weil du zu einem anderen Objekt gewechselt hast. Es ist also nie so, dass man 5 Sinne zur gleichen Zeit hat. Einer von ihnen arbeitet zu einer bestimmten Zeit. Und dann kann man sagen, es gibt einen Hörer oder einen Seher. Es ist nicht so, dass alle deine Sinne funktionieren und dann, bevor das passiert, hast du 5 Sinne bereit, um zu arbeiten. Das ist nicht der Fall. Nangne, unter den Sehenden etc., wenn einer von ihnen gerade aktiv ist, dann ist es Selwache. Es definiert oder beschreibt eine Sinneskraft. Wenn es ein Sehen gibt, wenn man etwas sieht, gibt es einen Seher. Wenn du etwas hörst, gibt es einen Hörer. Aber es ist nicht so, dass es einen schon zuvor Hörer oder Seher gibt, der darauf wartet, etwas zu tun. Er versucht es zu erklären. Okay, jetzt geht's los. Und das Bild ist, wir beleuchten oder wie nennt man das? Einen Sinn beleuchten. Betrachten? Ja, wir fokussieren uns auf ein Sinnesorgan. Und dann kann man sagen, wenn es in Aktion ist, ist es ein Sinnesorgan. Aber die anderen sind nicht aktiv. Das Hören zum Beispiel. Wenn es noch nicht arbeitet, kann man also nicht sagen, dass es einen Hörer gibt und etwas Gehörtes. Jetzt gehen wir zu den Versen 7 bis 9. Habe ich recht? Dies ist unsere Widerlegung dieser Idee, dass, wenn wir die Sinne getrennt behandeln, wir von einem Seher sprechen können, bevor etwas gesehen wird oder etwas sieht. Wir können sagen, dass es zuerst einen Seher gab und dann gab es als zweites ein Sehen. Wenn der Seher und alle anderen nicht da sind, wenn man nicht alle Sinne da hat, bevor es irgendetwas gibt, sehen, hören, riechen, schmecken, berühren. Wenn alle 5 Sinne nicht da sind, vor allen 5 Erfahrungen, wie kann man dann sagen, dass eines vor seiner Erfahrung da ist? Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, die Augen zu isolieren und zu sagen, dass es sieht. Es ist ein Auge, bevor es sieht. Aber die anderen sind nicht hören, riechen, schmecken, fühlen, bevor sie diese Dinge tun. Es macht keinen Sinn, einen anders zu behandeln als die anderen. Wenn das so funktioniert, wenn das Auge ein Seher ist, dann ist es auch ein Hörer und ein Riecher und ein Schmecker und ein Fühler. Also, dann in diesem Fall, dann könnte auch das Fühlen ein Fühlen sein, bevor man fühlt. Gefühle wäre nicht Gefühl, bis man etwas fühlt. Du würdest keine Gefühle haben, bis sie verletzt werden, sagst du, weil du etwas ansiehst. Und du kannst nur eine Sache haben, die jetzt gerade etwas tut.
Wenn deine Ohren die Fähigkeit zu hören hätten, auch wenn dein Auge etwas ansieht, dann, und wenn sie getrennt arbeiten, dann, wenn man sich etwas ansieht, würdest du auch etwas hören. Wenn du 5 verschiedene Sinneswahrnehmungen hast und jede von ihnen ist nicht eine Sinneswahrnehmung, bis sie etwas wahrnimmt, und nur diejenige, die jetzt gerade etwas spürt, ist eine Sinneswahrnehmung, und die anderen 4 Sinne sitzen einfach nur da und tun nichts, und sie sind nicht sie selbst, bis sie etwas spüren, dann, da du sie bereits Sinne nennst, müssen sie selbst existierende Sinne sein, bevor sie etwas wahrnehmen. Du bist derjenige, der gesagt hat, du müsstest etwas spüren, bevor wir dich in einen Sinn nennen können. Und du hast gesagt, wenn einer der 5 Sinne aktiv ist, dann ist das ein Sinn und die anderen Sinne sind keine Sinne, bis sie etwas wahrnehmen. Aber sie sind Sinnesorgane, weil sie etwas wahrnehmen könnten. Also sind die anderen 4 da. Es sind keine Sinne, die aktiv sind, aber sie sind Sinne. Und nur einer kann zur gleichen Zeit arbeiten. Richtig. Okay, dann gibt es also 5 Tims. Es gibt 5 Tims, die auf diesem Stuhl sitzen, genau dort, genau jetzt. Es sind 5 Tims. Warum? Es ist ein Sinn, bevor er etwas wahrnimmt, weil du gesagt hast, es ist ein Sinn, der da sitzt und darauf wartet, ein aktiver Sinn zu sein. Kapiert? Also kann jeder Sinn laut dir nur in seiner eigenen Zeitspanne aktiv sein. Also Tims Sinne, Tims Augensinn ist aktiv. Und das ist der aktive Tim. Und es gibt 4 andere Tims, die auf dem Stuhl sitzen und warten, Tim zu sein. Oder sie sind Tim, aber sie sind noch nicht Tim, weil sie noch nicht das tun, was Tim tut. Okay, das ist okay. Das sind 5 Tims auf dem Stuhl und einer von ihnen macht etwas, richtig? Richtig. Dann gibt es 5 Tims. Es sind zu viele. Dann sollte Tim 8 weitere Schuhe kaufen. Also, so schaut's aus. Und nebenbei bemerkt, das sind keine albernen, dummen, kleinen Dinge. Sie sind sehr tiefgründig. Wenn du denkst, sie sind dumm, hast du es nicht verstanden. Patschi, hast du hier irgendwo, ich meine, es ist ein sehr schönes Bild. Ich habe einige Weile gebraucht, um es zu finden, aber es tut mir leid, dass sie so herausgeputzt ist. Ich kann nur ein Bild wie dieses finden. Aber es sollte eine separate Lady für jeden Sinn geben, den sie hat. Einer zum Hören, einer zum Sehen, einer zum Schmecken. Okay, in Ordnung. Nächster Vers. Wo sind wir? Wie bitte? Ja, wir sind bei 10 und es gibt kein Bild hier, denn es ist eine Art von... Deine physischen Sinne zum Beispiel kommen von Chemikalien. Nicht dein Verstand, sondern der Augapfel und der Gehörgang und die Zellen auf der Innenseite deines Nasenlochs und die Zellen auf der Zunge und die Zellen der Haut, die Dinge fühlen. Die kommen von Chemikalien. Nun sagt der Buddhismus, dass Geist aus dem Geist kommen muss. Und der Geist kann nicht von etwas kommen, das nicht Geist ist. Aber die Sinneskräfte, die das Fühlen bewirken, die sind physisch. Sie kommen von Chemikalien. Nun, wenn das Objekt, das nicht aktiv war, kein Sinn ist, wenn dein Auge keine Sinneskraft ist, bis es etwas sieht, wenn dein Auge nicht, wenn der Astronom nicht ein Astronom ist, bis er auf einen Stern schaut, wenn die Person, die das Mantra macht, kein Mantra-Experte ist, bis sie ein Mantra sagt, okay, dann können die Ursachen für diese Dinge, die Chemikalien, die den Hörnerv erschaffen, der Kohlenstoff, der Sauerstoff, der Stickstoff, sie können auch nicht da sein, weil es keine Sinneskraft gibt. Die physische Grundlage deiner Sinne, die Chemikalien, wenn die Sinneskraft, wie du sagst, die noch nicht im Einsatz ist, noch keine Sinneskraft ist, dann kommt sie nicht von Chemikalien. Es kommt vom Fühlen. Es ist nicht von Chemikalien. Wenn das Ohr inaktiv ist, dann gibt es kein Ohr.
Es kommt nicht von Chemikalien. Wenn das Ohr inaktiv ist und es dann kein Ohr ist, dann müssen die Dinge, die das Ohr erschaffen hat, auch verschwunden sein und es kann keine Chemikalien geben, die das Ohr geschaffen haben, denn es gibt kein Ohr. Warum? Weil es nichts hört. Okay, verstanden? Warum? Weil nur das Auge etwas sehen kann. Wenn das Auge etwas sieht, muss das Ohr warten, um etwas zu hören. Und während dieser Zeit existiert das Ohr nicht. Und deshalb musst du sagen, dass die Chemikalien nicht existieren und du sitzt nicht auf deinem Hintern gerade jetzt. Und das ist Nagarjuna, nicht ich. Ich meine, er hat nicht Hintern gesagt, aber du hast es verstanden. Die Ursachen, aus denen sie stammen, also die 4 Elemente, die wir Chemikalien nennen, die sind also auch nicht möglich. Es darf kein Kohlenstoff in deinem Körper sein. Wieso? Weil dein Ohr in diesem Moment keinen Kohlenstoff hat. Warum? Weil es nicht da ist, wenn es nicht aktiv ist. Warum? Weil nur das Auge aktiv sein kann. Wenn das Auge aktiv ist, nennen wir es ein Auge, wegen dem, was es sieht. Aber wir können noch nicht über das Ohr sprechen, weil es noch nichts tut. Deshalb ist das Ohr in diesem Moment nicht da. Okay, es gibt also keinen Kohlenstoff, es gibt keinen Sauerstoff, richtig? Verstanden? Denk darüber nach. Wie bringst du das mit Mantras in Verbindung? Nur das Mantra, das jetzt gerade gesagt wird, ist ein Mantra. Und alle anderen Mantras, die ich je gelernt habe, sind im Moment keine Mantras. Warum eigentlich? Weil sie im Moment nichts tun. Also von allen Mantras, die du kennst, kann immer nur eines ein Mantra sein und die anderen sind nichts. Wenn du es sagst, ist es ein Mantra. Wenn es jemandem hilft, ist es ein Mantra. Und wenn du das Mantra nicht verwendest, ist es kein Mantra. Und es hat keinen Ton. Verstehst du das? Vers 11. Juhu! Was zum Teufel ist das hier? Schauen wir uns den Kommentar an. Okay, gut. Wenn die Sinneskraft keine Sinneskraft ist, bevor sie etwas tut, dann haben wir schon besprochen, warum die physikalischen Chemikalien dieser Sinneskraft, wie die Chemikalien, die den Augapfel bilden, abwesend sein müssten, aber zu dieser Zeit ebenfalls fehlen. Aber das Ergebnis dieser Dinge müsste auch nicht möglich sein, das heißt das Hören selbst. Wenn das Ohr nur das Ohr ist, wenn man etwas hört, was er auch gesagt hat, dann, wenn du etwas siehst, kann das Ohr nicht da sein. Ein Gehör kann nicht da sein, richtig? Wenn das Gehör nicht da sein kann, dann kann auch kein Ohr da sein, richtig? Und keine Chemikalien, die das Ohr bilden, könnten dort sein, weil es dort kein Ohr gibt, richtig? Dann gibt es übrigens auch kein Gehör. Die Ursache für das Ohr kann nicht da sein und das Ergebnis des Ohrs, das Hören, konnte auch nicht da sein. Das Ohr kann nicht da sein, die Chemikalien im Ohr können nicht da sein und die Funktion des Ohrs, das Hören, kann nicht da sein. Warum? Weil du auf etwas schaust. Du sagst, du siehst auf etwas, etwas kann definiert werden durch das im Moment Funktionieren, aber das gilt nicht für alle anderen Sinne zur gleichen Zeit, laut diesem Typen. Ich glaube, wir haben hier noch einen Vers. Haben wir alle verloren? Ja, ja. Übrigens, der 12. Vers, das ist, glaube ich, der letzte Vers, richtig, Tim? Es ist eine Zusammenfassung. Es ist eine Zusammenfassung des Kapitels, Gott sei Dank. Zumindest wenn wir die Zusammenfassung verstehen, können wir sagen, dass wir das Kapitel verstanden haben. Schauen wir uns also die Zusammenfassung an. Und ich mag dieses Bild natürlich, weil ich Eiscreme mag. Aber ich bekomme es nie, weil meine Frau mich nicht lässt. Oh, ich bin nicht. Wir haben 3 Möglichkeiten. Oh, zitiere mich nicht. Du hast 3 Sorten Eiscreme? Ja, okay. Schau, das ist eine Zusammenfassung des Kapitels. Wenn du die nächsten 2 Minuten verstehst, ist alles in Ordnung. Und ich denke, das wirst du. Also kein Druck. Hier gibt es 3 Arten von Eiscreme. Ihr müsst euch entscheiden zwischen dem Pfefferminz, der Zitrone und der Schokolade. Oh, ich möchte jetzt eins probieren.
Es gibt also 3 verschiedene Ideen in diesem ganzen Kapitel und Nagarjuna fasst es freundlicherweise für uns zusammen, um es abzuschließen. Er sagt: „Schau, es gibt 3 Ideen. Wenn du diese 3 verstehst, brauchst du dir keine Sorgen zu machen über das, was du nicht verstanden hast, okay? Was sind diese 3? Kann ein Seher existieren, bevor er etwas sieht, ja oder nein? Kann man jemanden einen Astronomen nennen, bis er sich die Sterne ansieht? Nein, das geht nicht. Also, in Ordnung. Und warum? Es gibt keine Appellationsursache. Es gibt nichts zu benennen. Es gibt keinen Grund, einen Astronomen zu benennen, bis er sich die Sterne ansieht. Also das ist okay, wir sind damit einverstanden, oder? Du musst dir die Sterne ansehen, bevor wir dich einen Astronomen nennen können. Ja, du musst die Mantras sagen, bevor wir dich einen Medizin-Buddha Praktizierenden nennen können. So etwas in der Art. Jetzt kommt das Schwierige. Wenn das Mädchen die Sterne anschaut, ist sie eine Astronomin. In dem Moment, in dem sie die Sterne anschaut, ist sie eine Astronomin? In dem Moment, in dem das Mädchen die Sterne anschaut mit ihrem Teleskop, können wir sie eine Astronomin nennen. Ja, das haben wir gerade gesagt. Nachdem sie sich die Sterne angeschaut hat, können wir sie eine Astronomin nennen. Also in dem Moment, in dem sie die Sterne anschaut, können wir sie eine Astronomin nennen. Richtig? Trifft sie jemals die Sterne? Hat sie jemals Kontakt mit den Sternen? Ein Bild von einem Stern. Hat sie jemals Kontakt mit dem Bild eines Sterns? Gibt es einen Platz in ihrem Leben, wo sich ein Stern mit einem Astronomen überschneidet? Wo sich das Sternsein mit dem eines Astronomen überschneidet? Ich meine, sie mag ein Stern sein, eine Astronomin, aber richtig? Also wenn ich es noch einmal sagen kann, während sie sich die Sterne ansieht, kann man sie eine Astronomin nennen? Ja, ich denke schon. Überschneiden sich der Astronom und die Sterne jemals? Ist irgendein Teil ihres Körpers ein Stern? Ist irgendein Teil des Sterns ein Astronom? Können wir sagen, dass sie sich nie überschneiden? Denn in diesem Fall kann sie den Stern nicht anschauen. Sie berühren sich nie. Sie könnte auch schwimmen und, wie nennt man das? Sayulita. In die Sterne schauen ist Schwimmen in Sayulita, weil es keinen Grund gibt, warum sie eine Astronomin sein sollte, weil die beiden sich nie berühren. Sie nimmt nie Kontakt mit Sternen auf, weil sie sich nicht überschneiden können. Kein Teil von ihr kann ein Stern werden und kein Teil eines Sterns kann zu ihr werden. Deshalb müssen sie getrennt und unverbunden sein. Wenn sie nicht verbunden sind, dann, wenn sie eine Banane isst, ist sie eine Astronomin, weil es keine zwingenderen Gründe gibt, dass das Betrachten eines Sterns sie zu einer Astronomin machen sollte, wenn sie nicht verwandt ist mit den Astronomen, wenn sie sich nie überschneiden. Okay, das dritte Eis. Die ersten beiden Eiscremes hast du jetzt, das dritte. Während sie den Stern anschaut, kann sie keine Astronomin sein, weil die Sterne sie nie berühren und sie berührt nie die Sterne. Wenn sie sich nie berühren und sie immer noch eine Astronomin sein kann, dann, wenn sie ein Bild nimmt und Bad nimmt, ist sie auch Astronomin. Okay, der dritte. Ist es nach dem Betrachten der Sterne, dass sie eine Astronomin ist? Kommt das Betrachten der Sterne zuerst und dann wird der Astronom festgelegt, indem er sich die Sterne ansieht? Ja, nun, dann kann sie auch festgestellt werden von Pizzen, die zum Mars fliegen, weil etwas, das nicht mehr existiert, sie zu einer Astronomin macht. Der Blick in die Sterne ist getan, wenn du sie Astronomin nennst. Daher ist alles andere, was sie jemals hätte tun können, das würde sie auch zu einer Astronomin machen, denn es gibt keine Verbindung zwischen dem Betrachten der Sterne und dem Beruf des Astronomen, weil sie sich auch nicht überschneiden können. In allen 3 Eiscremes ist das unmöglich. Da ist etwas faul. Dieses Eis riecht nach Fisch. Dieses besondere Eis riecht nach Fisch. Jede dieser 3 Möglichkeiten ist fehlerhaft. Verursacht das Mantra die Heilung oder kommt das Mantra zuerst? Oder bewirkt das Sprechen des Mantras die Heilung und geschieht beides zur gleichen Zeit? Oder muss man erst jemanden heilen und dann kann man es ein Mantra sagen?
Denn wenn es niemanden heilt, ist es nicht wirklich ein Mantra. Welches der drei? Und Nagarjuna sagt nichts von allem dem. Ich werde es noch einmal sagen, lasst es uns noch einmal machen. Was war zuerst da, das Mantra oder die Heilung? Oh, das Mantra. Okay, also wenn das Mantra vor der Heilung kam, dann hatte die Heilung keine Ursache. Und warum? Weil das Mantra weg ist und wenn du geheilt wirst. Dann hast du eine Heilung ohne Ursache. Nein, 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 nein. Okay, das Mantra geht weiter, zur gleichen Zeit wie die Heilung. Okay, dann bewirkt das Mantra auch den Reis auf Pluto, der dort wächst. Warum? Weil sie keine Verbindung haben. Es gibt keine Verbindung zwischen den beiden. Sie können sich nicht verbinden, sie können sich nicht überschneiden. Das Mantra sagen und geheilt von dem Krebs werden sind immer unterschiedliche Dinge. Ein Mantra zu sagen bedeutet nicht von Krebs geheilt zu werden. Es bewirkt, dass man von Krebs geheilt wird. Von Krebs geheilt zu werden kommt nach dem Mantra. Sie können nicht zur gleichen Zeit stattfinden. Sie sind getrennt. Es ist nicht so, dass 10% der Heilung ein Mantra ist und 10% des Mantras ist Heilung. Das Mantra kommt zuerst und dann hört es auf und du bekommst die Heilung. Okay, wenn es aufhört und dann kommt die Heilung, dann kann es nicht mit der Heilung zusammenhängen. Es kann keine Beziehung zwischen dem Mantra und der Heilung geben, denn das Mantra hat aufgehört, bevor die Heilung begann. Sie überschneiden sich nie. Dann könntest du einfach, ich weiß nicht, mehr Croissants essen und es würde den Krebs heilen. Das ist meine Idee. Und dann gibt es die letzte Möglichkeit. Es ist kein Mantra, bis jemand dadurch geheilt wird. Dann kann man es wirklich ein Mantra nennen. Okay, nachdem das Mantra also fertig ist, ist es ein Mantra, richtig? Ein Mantra ist kein Mantra, bis es zu Ende ist. Und warum? Weil ein Mantra kein Mantra ist, bis es jemanden heilt. Zuerst kommt die Heilung, dann ist das Mantra ein Mantra. Okay, du musst also nicht das Mantra sagen. Und warum? Weil du zu der Zeit, wenn die Heilung kommt, da ist das Mantra sowieso weg. Du hättest einfach eine Pizza essen können. Und es hätte den Krebs geheilt. Keine der drei Verbindungen, von denen du glaubst, dass sie stattfinden, zwischen dem Mantra und der Heilung des Krebses, ist möglich. Da ist etwas faul. Oh, Geshe-la, sag uns einfach, was los ist, und wir werden uns keine Sorgen machen. Na, das ist nicht Nagarjunas Stil. Er will, dass du es herausfindest. Juhu, Gott sei Dank. Denn alle Lehrer, die Nagarjuna nicht verstehen, brauchen wirklich nicht zu sagen, was sie nicht verstehen. Du findest es heraus. Nein, wir werden es herausfinden. Also, wir sehen uns in der nächsten Stunde über die Leerheit des Medizinbuddhas.